Willkommen in Elite Dangerous Odyssey und hier mal ein Tipp zu den Energieregulatoren. Die können wir auch farmen, zum Beispiel auf solchen Aufprallstellen von Satelliten. Und wenn wir farmen wollen, müssen wir ja ausloggen und wieder neu einloggen und da sind dann auch immer Piraten unterwegs, deswegen stellen wir uns mit unserem Schiff mal etwas weiter weg, so 100 Meter oder mehr. Und dann geht's an den Satelliten dran. Der hat da so eine schöne große Klappe, hinter der sich einiges verbirgt. Ja, nochmal. So, da haben wir wieder mal so die üblichen Komponenten und eine Regulatorlade. Da ist auch einer drin, aber das ist ein ausrangierter. Das sieht man, weil der nicht leuchtet. Die benutzbaren leuchten. Die leuchten so bläulich. Jetzt können wir das alte Farmspiel machen, mit Ausloggen, wieder einloggen und dann ist vielleicht ein benutzbarer Energieregulator in dieser Lade drin. Das ist dann halt reiner Zufall. Was man auch abfarmen kann, sind zum Beispiel solche Notrufe. Da habe ich jetzt mal einen Notruf. Da sind Piraten schon unterwegs. Ja, 2 Stück. Die muss man dann erstmal abschießen. Mit dem SRV am besten. Habe ich ja in einem anderen Video schon. Container liegt natürlich da auch rum. Warnung, extrem hohe Temperatur festgestellt. Und hinter diesem, also unten auf der Unterseite, da auf der Unterseite, man sieht es jetzt nicht, da ist die große Klappe mit einem Regulator und da habe ich auch echt einen funktionierenden Energieregulator rausgeholt. Und dann gibt es noch eine andere Variante. Ich sag mal kaufen. Das sind Energieregulatoren von Missionen. 5 Stück. Die habe ich mir jetzt schon gesammelt. Und da unten habe ich noch diesen einen ausrangierten und da einen anderen, den ich aus so einem Schiff oder weiß gar nicht mehr genau, oder aus dem SRV rausgeholt habe oder aus einem Satelliten. Der eine. Ja, der ausrangierte, den kann man nur verkaufen. Da, den ausrangierten, mit dem kann nichts anfangen. Allerdings mit dem anderen Energieregulator auch und mit denen aus Missionen auch. Ja, wie kommt man da dran? Man nimmt eine Mission an. Am besten eine Support-Mission. Ich habe jetzt da mal alle. Allerdings, das sind diese Support-Missionen, wo man Siedlungen wieder in Gang bringen muss. Da Wiederherstellung. Ja. Wenn DOSA Institution operationsfähig machen, da sollte man hier rechts darauf achten, dass man sich bei der Fraktion nicht unbeliebt macht, wenn man dann die Mission ablehnt, weil das ist der Trick. Das sehen wir dann gleich. Also das Spielchen am besten mit irgendwelchen Fraktionen machen, auf die man nicht angewiesen ist. Ja, und die geben einem jetzt einen Energieregulator. Den habe ich jetzt bekommen. Dann schauen wir nochmal ins Inside, in den Inside Hub. Da habe ich jetzt 6, eben hatte ich noch 5. Ich habe also jetzt einen Energieregulator bekommen. Da unten habe ich noch meine anderen 2. Seit dem letzten Mal hat sich so vieles verändert. Wie sagt man so schön, und was nie, was man hatte, bis es weg ist. Am meisten vermisse ich unsere heimischen Bräuche. Und früher hat mich das alles immer so genervt. Ja. Jetzt gehen wir wieder ins Inside, in unsere Transaktionen. Da sehen wir die Missionen. Da ist die Mission. Ja, da Wiederherstellung, operationsfähig machen und die gebe ich jetzt einfach auf. Da werden die 7 Energieregulatoren, auch der eine weiße, angezeigt. Und einen von denen brauche ich. Die wird jetzt aufgegeben und das bringt mir allerdings eine Strafe von 100.000 Credits ein.
Das heißt, so kauft man dann einen Energieregulator für 100.000 Credits. Ja, jetzt habe ich da den Energieregulator immer noch in meinem Rucksack, obwohl ich die Mission aufgegeben habe. So habe ich die anderen, die da drin sind, auch schon alle gekauft. Ja, das waren jetzt schon 600.000 Credits, die ich ausgegeben habe. Aber wenn man 600 Millionen hat, jetzt müssen wir nur noch eins machen, wir müssen auch unsere Strafe bezahlen. Weil wenn wir das eine Zeit lang nicht machen, kriegen wir ein Kopfgeld von den Jungs. Deswegen 100.000 Credits bezahlt und das war's. Und das kann man natürlich beliebig oft wiederholen, so lange bis man genügend Energieregulatoren gekauft hat, wie man will. Da sind sie. Mission aufgegeben, Strafe bezahlt, das war's schon. Das sind so die Wege, wie man an diese Energieregulatoren kommt. Entweder abfarmen von so Absturzstellen, Aufprallstellen oder Notrufen oder eben einkaufen. Dann erstmal wieder alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.